Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die zu den vorherigen Folgen führt. So, ich habe wieder was vorbereitet, wie immer. Und dann gehen wir mal weiter zu der, wo wir letztens aufgehört haben. Moment, das war weiter vorne. Nee, das ist zu weit hier. Da. Die erste Sage heute heißt Der Ofen. Als auch Luntzer dem ewigen Bund beigetreten war, wohnten dort noch Österreich-Gesinnte in der Stadt, die sich an den roten Ärmeln, die sie trugen, erkannten. Diese Rotärmel versammelten sich in einer Nacht unter dem Schwibbogen der Brücke, um die Eidgenossen zu überfallen und die Herrschaft an sich zu reißen. Wiewohl nun niemand um diese Zeit an diesen Ort zu gehen pflegte, geschah es durch Gottes Schickung, dass ein Knabe, der sich bei den Ausgang verspätet hatte, unter dem Bogen herging. Der hörte Waffen klirren, sah viel Volk in Kriegsbereitschaft und wollte fliehen. Sie holten ihn aber ein und drohten ihm, wenn er einen Laut von sich gebe, müsse er sterben. Darauf nahmen sie ihm einen Eid ab, dass er sie nicht verraten wolle. Er hörte dann noch ihre Anschläge und entfloh, ohne dass sie seiner weiter achteten. Nun lief er und lugte, ob er irgendwo Licht sehe, fand die Metzger Zunft in ihrer Stube, noch erleuchtet, ging hinein, legte sich hinter dem Ofen. Es war aber noch Leute da, die tranken und spielten. Da fing der Knabe an laut zu reden. O Ofen, o Ofen! Nach einer Weile fing er wieder an. O Ofen, o Ofen, dürft ich reden? Da fuhren ihn die Gesellen an. Was treibst du da hinter dem Ofen? Hat er dir etwas getan, dass du ihn mit ihm unterhalten musst? Nichts, gar nichts, antwortete der Knabe. Euch sage ich nichts. Dann fuhr er fort. O Ofen, Ofen, ich muß dir klagen. Ich darf es keinen Menschen sagen, denn ich habe den Rotärmeln schwören müssen, nichts davon einem Menschen zu verraten. Dir aber kann ich's anvertrauen, dass sie unter dem Schwibbogen stehen und einen großen Mordanschlag ausführen wollen. Als die Gesellen das hörten, brachen sie eiligst auf, liefen in der Stadt umher und warnten die ihrigen, so dass der Anschlag der Rotärmel vereitelt wurde. Der gute Mönchsgesang, glaube ich, hieß er. Wartet mal kurz, genau. Münchgesang. Hat den kleinen Reim ein bisschen mehr Pep gegeben. Der Originalreim von den Gebrüder Grimm war: O Ofen, Ofen, ich muß dir klagen, ich darf es keinen Menschen sagen. Setzte hinzu, dass Leute unterm Schwibbogen stünden, die wollten heut den großen Mord tun. Ja, da nochmal richtig alt geschrieben. Also ist natürlich auch alles frei erfunden. Die Luzern, als sie den ewigen Bund beigetreten waren, hatten eben noch welche in ihrer Gemeinde, die den Österreichern nahestanden, und dementsprechend haben sich so, möchte man sagen, so ein gewisses Lager aufgeteilt. Und die haben dann miteinander gekämpft, aber verloren. Die Rotärmel haben verloren. Und die Dorfregierung, wie sagt man so, die Gemeinschaft hat dann einfach diese Sage mehr oder weniger ins Leben gerufen, um genau diesen Zustand und was dort passiert ist, nochmal in einer Sage zu verewigen, wenn man so will. Also es ist tatsächlich, diese Mordanschläge sind öfters gewesen. Das war tatsächlich so, dass die Leute sich getroffen haben, aber in dem Fall war denen schon klar, dass die Rotärmel und die Beziehungen waren klar. Nur man hat das dann eben in einer Sage so gemacht. Ist ja genauso wie der Heinrich der Löwe, der wahrscheinlich selbst die Sage in Auftrag gegeben hat über sich. Okay, vielleicht tue ich mich da jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster sehen. Kann auch sein, dass das von sich aus entstanden ist oder dass ein Gönner von ihm ihn das so zusammengesponnen hat, wie er den Löwen kennengelernt hat und so weiter und so fort. Oder dass er überhaupt Löwe heißt. Aber hier ist es tatsächlich aus offizieller Seite so beauftragt worden, wenn man so will. Ja, dann hat man sich zusammengesetzt und sich mal eine Sage ausgedacht. Gut. Mach mal weiter mit der nächsten Sage. Die ist jetzt ein bisschen größer.
Der Venezianer. Vom Fichtelgebirge erzählt die Sage Wunderbares von geheimnisvollen Fremdlingen, die sich einst mit seinen Wildnissen zu schaffen machten. Sie ließen sich nur zuweilen in den Walddörfern in Köhler und Mönchstracht blicken und brachten die meiste Zeit im Walde zu, in Höhlen an Brunnen und Bächen. Da gruben sie nach Edelmetallen und suchten Goldkörner, die sie wuschen und schmolzen. Oft fand das Volk, das eine geheime Scheu von ihren Wesen und Treiben hatte, an heimlichen Plätzen verlassene niedergebrannte Feuer und daneben Spaten, Pfannen und Meißel oder gar eins ihrer Büchlein, in denen sie die goldreichen Stellen des Gebirges bezeichnet hatten. Nun hörte man wohl zuweilen ein dumpfes Pochen und Schlagen. Diese seltsamen Gäste waren meistens Venezianer. Einer von ihnen, der häufig das Fichtelgebirge besuchte, kehrte oft bei einem Landmann in Würfelsreuth ein, der ihn gastfreundlich aufnahm und ihm bot, was er vermochte. Einmal kam er wieder, um für immer Abschied zu nehmen. »Ich kehre jetzt in meine Heimat zurück, um die Früchte meiner langjährigen Mühen friedlich zu genießen«, sagte er, und werde wohl nie wieder deine gastliche Schwelle überschreiten. Wenn du jedoch einst irgendein Anliegen auf dem Herzen hast, so komme zu mir in das ferne Venedig, ich will dir dann von deinem Kummer helfen. Ich glaube, ich werde dich noch einmal bei mir sehen.« Nach langen Jahren zogen schwere Wolken über das Haus des Bäuerleins, so dass der arme Mann keinen Retter mehr wusste als seinen alten Freund im Welschland. Da machte er sich auf, pilgerte hinab gen Süden und erreichte glücklich die große Meerstadt. Nun ward ihn aber bange, als er die weiten Straßen beschaute. Wie wollte er seinen Freund ausfindig machen, dessen fremden Namen er längst vergessen hatte? Als er nun in halber Verzweiflung die köstlichen Paläste ringsum anstarrte, da rief es plötzlich aus einem derselben: »Hans! Hans!« Und ein reich geschmückter, vornehmer Herr stürzte heraus, um den Staunenden zu umarmen. War das der Venezianer in den schlechten schwarzen Kleidern, den er einst beherbergt hatte? Er war es und hatte ihn in seiner Fichtelgebirgstracht sogleich wiedererkannt. Nun führte er ihn hinauf in die Säle voller Pracht und Reichtum, die den armen Waldmann glauben ließen, alles sei nur ein Traum, und vergalt ihm reichlich, was er ihn an dem Fremdling einst in seiner Heimat Gutes getan hatte. Reich beschenkt kam er zurück und war nun aus aller Not. So, dazu habe ich etwas vorbereitet. So. Ein bisschen zur Seite und machen wir hier so hin. So. Tja, der Venezianer. Nun, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber in der allerersten Folge von Lasst uns lesen haben wir gemeinsam eine Sage vorgelesen, der Bergmönch im Harz. Und diese Sage knüpft genau an der. Darum habe ich mich mal wieder in Wikipedia durch einen Schrank voll Text gewühlt. Also, für die Venezianer gibt es auch noch andere Namen. In den meisten Fällen werden sie Walen oder Venediger genannt, hin und wieder aber auch Welsche und Venetianer. Welsche leitet sich von Walen ab und bedeutet so viel wie Ausländer. Und Venediger, naja, ihr könnt es euch sicher denken, leitet sich von Venedig ab, das damals ein weltberühmtes Zentrum der Gold- und Silberschmiedekunst und Edelsteinschleifer und Glasmanufakturen war. Nun ist also eine Vielzahl an Italiener über die Alpen nach Deutschland gekommen, um bei uns nach Schätzen zu suchen. Und für die muss das ja ein unglaubliches Abenteuer gewesen sein, denn während sie wertlosen Geröll von wertvollen Erzen unterscheiden konnten, waren die Einheimischen völlig ahnungslos. Ich meine, könnt ihr euch die Lage mal vorstellen? Er läuft in den tierreichen, dichten Wäldern eines fremden Landes umher und findet überall herrenlose Schätze, die niemand haben will. Dort interessieren sich nicht einmal Diebe dafür. Aber zu Hause werdet ihr reich werden. Wie aufregend muss das sein? Also, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber als ich noch ein Kind war, bin ich sehr oft und lange draußen gewesen, unterwegs. Und wenn ich dabei einen glänzenden Stein gefunden hatte oder sowas, habe ich mir immer gerne vorgestellt, das wäre irgendetwas Wertvolles. Na gut, dasselbe habe ich auch bei goldenen Kronkorken gedacht. Aber ihr versteht schon sicher, was ich meine. Jetzt ist natürlich die Frage, nach was genau haben die denn da gesucht bei uns? Tja, neben dem üblichen Zeug wie Gold, Silber und Kupfer waren es vor allem Kobalt, das später zu Zapfer geröstet wurde, und Mangan, in Fachkreisen auch Glasmacherseife genannt, sehr begehrt.
Das Erstgenannte wurde benötigt, um Glas blau zu färben, was damals sehr selten und somit teuer war. Und das Letztgenannte, um Glas zu entfärben, beziehungsweise es klar und durchsichtig zu machen, was wiederum benötigt wurde, um die klarsten und reinsten Spiegel der Welt herzustellen. Die Techniken dazu wurden so streng gehalten, dass Venediger bei Verrat sogar die Todesstrafe verhängten. Im Übrigen, wusstet ihr, dass hier in Deutschland die genauesten und glattesten Spiegel hergestellt werden der ganzen Welt? Diese Spiegel, produziert und entwickelt von dem deutschen Unternehmen Zeiss, sind zwingend notwendig, um die hochleistungsstarken Mikrochips herzustellen, die die heutige technisierte Welt am Laufen halten. Und es geht noch weiter. Das niederländische Unternehmen ASML verwendet diese Spiegel für ihre Maschinen für eben genau diese Mikrochip-Herstellung. Anders gesagt, sowohl die Spiegel als auch die Fertigungsmaschinen sind in deutscher Hand. Gut, ich weiß. Genau wie die Schweizer und die Österreicher wollen die Niederlande nicht als Deutsche bezeichnet werden. Und jetzt mal unabhängig von dem Krieg, dieselbe Beziehung haben auch die Ukrainer zu den Russen. Aber wenn ich mich zum Beispiel mit einem Schweizer oder einem Österreicher unterhalte, fühle ich deutlich mehr Verbundenheit, als wenn ich es mit einem Franzose mache oder mit einem Belgier, die ja genauso unsere Nachbarn sind. Gut. Naja, wie dem auch sei. Während sich also die Italiener gratis bei uns die Taschen mit Erze vollstopfen, um sie zu Hause zu verglasen, um sie dann wiederum uns teuer zu verkaufen, rätselten die Deutschen auch, wie sie das anstellten. Wünschelruten, Zauberblumen, Zauberschlüssel, Zauberbücher mit Zauberformeln wurden als Erklärung hergezogen. Gesondert erwähnen möchte ich da den Erdspiegel, den die Venezianer nutzten, um in das feste Gestein hineinzuschauen, denn er erinnert mich daran an etwas. Vielleicht kommt ihr darauf. Ich habe ein kleines Gedicht geschrieben. Hoffentlich mache ich das jetzt beim ersten Mal. Ich mache hier keinen Schnitt. Ihr betretet ein Dorf. Dort weilt eine Mühle, bewegt vom starken Wind. Darin lebt ein Müller mit Leierkasten und ihr grüßt ihn wie ein Kind. Später lernt er ein Lied, beigebracht vom Müller. Dies lernte er von euch. Mit der Flöte gespielt, nun bewegt sich der Sturm, so dass die Mühle keucht. Trocken ist der Brunnen, die Leiter führt hinab. Da unten lauert was. Auf den Knien durch den Gang, Stimmen flüstern ins Ohr. Es riecht faulig und nass. Trügerisch ist es dort, so böse die Feinde, so falsch die Wände. Durchkämpfen wie ein Held, mit dem Schild und dem Schwert, erreicht ihr das Ende. Nur noch eine Prüfung, eine Hand greift nach euch, es lebe die Torheit. Schlag das Monster in zwei, die Belohnung wird sein, das Auge der Wahrheit. Na, hat's euch gefallen? Korrekt. Was ist es? Ganz genau. Zelda Ocarina of Time. Wunderbares Spiel. Tut mir leid, dass ich habe es in einer anderen Folge auch schon als Beispiel angezogen. Aber das Spiel hat mich so geprägt damals. Ich will nicht zu sehr wieder ausscheren. Aber damals gab es so etwas wie einen Hype nicht. Und wenn man dann einfach... Also damals war Nintendo für mich, du kannst dir ein Nintendo-Spiel holen und es war immer gut. Du hast nie einen großen Fehlgriff gemacht, es war immer gut. Und damals habe ich durch meinen Cousin dieses Zelda Ocarina of Time bekommen, ja, ausgeliehen. Und es hat mich einfach total weggehauen. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie krass das war. Das Spiel hat eine ganze Generation geprägt dadurch und hat genauso wie Super Mario so eine Messlatte richtig hochgesetzt. Und ab dem Moment war ich eins mit dem Spiel. Es ging wirklich sehr weit, also es hat mich wirklich sehr viel begleitet, sehr, sehr lange begleitet. Und jetzt, ich glaube jetzt in 13 Tagen, in fast 2 Wochen, kommt das nächste Breath of the Wild raus. Im Übrigen, ich lasse mich da nicht gerne spoilern, also ich schaue mir davon keine Trailer an oder sowas. Ich lasse das immer auf mich zukommen. Vor genau 15 Tagen, vor knapp 2 Wochen wusste ich erst, dass das Spiel erst am 12. Mai überhaupt rauskommt, weil ich mir nichts vorsagen lasse. Ich möchte das aufsaugen, so wie es ist, und ich möchte diese Überraschung
dann erfahren, wenn es Zeit dafür ist, wenn ich im Spiel bin und nicht durch irgendwelche Trailer im Vorfeld. Ich weiß, Vorfreude, man sagt, Vorfreude ist die schönste Freude. Aber diese Vorfreude, die sich andere quasi auf eine lange Zeitskala sie erfreut, kommt bei mir auf einen Schlag und ist viel intensiver, für mich zumindest. Ist jede Herangehensweise anders, aber ich habe aufgehört, Hypes hinterher zu rennen. Auch wenn es bei Nintendo meistens so ist, dass man immer gut greift, aber ich habe in der Vergangenheit einfach gelernt, dass es einfach falsch ist und man verschwendet zu viel Zeit und Gedanken und zu viel Energie an sowas. Dann sollte man sich doch einfach lieber überraschen lassen. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Sage. Diese Sage heißt jetzt Genofeva. Zu den Zeiten Hildolfs, des Erzbischofs von Trier, lebte daselbst Pfalzgraf Siegfried mit Genofeva, seiner Gemahlin, eine schöne und fromme Herzogstochter von Brabant. Nun geschah es, dass ein Zug wider der Heiden geschehen musste, an dem sich Siegfried beteiligte. Da wies er seiner Gemahlin die Burg Simmern an, damit sie still und einsam wohnen könne, und setzte ihr eins seiner Lehnsleute, den Ritter Golo, auf dessen Treue er sich verlassen zu können meinte, zum Beschützer. Er hatte indes sein Vertrauen einem Unwürdigen geschenkt, denn kaum war er abgereist, als der Beschützer die tugendhafte Frau bestürmte, ihn zu ehelichen und Siegfried zu vergessen. Sie wies ihn mit Abscheu zurück. Da fälschte Golo Briefe, aus denen hervorgehen sollte, dass Siegfried auf der Meerfahrt umgekommen sei und dass ihm nun das Reich gehöre. Als sie sich nun auch nur noch weigerte, seine Gemahlin zu werden, fing er an, sie grimmig zu hassen, nahm ihr die Dienerschaft weg und ließ sie Notleiden samt ihrem neugeborenen Kinde. Da kam die Kunde, dass Siegfried von seiner Fahrt zurück sei und sich bereits in Straßburg befinde. Da wurde Golo besorgt vor dem Rache des Pfalzgrafen und, um sich von diesen zu schützen, reiste er seinem Herrn entgegen und klagte Genofeva an, sie habe ihm die Treue gebrochen. So nahm er den leichtgläubigen Mann ein, und so gut wusste der Verräter zu heucheln, dass der Pfalzgraf dem Schurken befahl, Frau und Kind töten zu lassen. Golo hatte es sehr eilig, diesen ohne Untersuchung verhängte Urteil ausführen zu lassen. Die Knechte führten die Unglückliche in den Wald und hätten sie da umgebracht, wenn sie nicht menschlicher gedacht hätten als ihr Herr. Sie ließen die Ärmste allein im wilden Walde und glaubten, dass sie eine Beute der Wölfe werde. Die Zunge eines Hundes brachten sie als Wahrzeichen mit, und Golo war nun beruhigt. Genofeva war im Walde, nun in die traurigste Lage gekommen und ihr Kind in Gefahr, Hungers zu sterben. Da half ihr Gott in ihrer Bedrängnis. Eine Hindin sprang durch das Gebüsch und nährte das noch nicht 30 Tage alte Knäblein. Durch solche Hilfe ward sie getröstet und ergab sich demütig ihr Schicksal. Sie baute sich aus Ästen eine Hütte und verflocht sie mit Reisig. Das war ihr Palast. Ihre Nahrung bestand in Wurzeln und Kräutern, Beeren und Pilzen. So mager ihr die karge Wald auch den Tisch deckte, so hielt sie es doch in der Wildnis 6 Jahre und 3 Monate aus. Nach dieser Zeit trug sich zu, dass der Pfalzgraf in diesem Walde eine große Jagd anstellte. Die Meute scheuchte auch eine Hirschkuh auf, dieselbe, die der Sohn Genovevas mit ihrer Milch genährt hatte. Das Tier aber floh nach seiner gewohnten Zufluchtsstätte, die Hütte von Genoveva, die die gierigen Hunde abwehrte. In diesem Augenblicke erschien der Pfalzgraf, sah das Wunder und fragte die Waldfrau nach ihrem Leben, denn er glaubte etwas Übernatürliches vor sich zu sehen, wie die Sagen ja von Holzweibern und Wasserjungfern zu sagen wissen. Bald aber erfuhr er, dass die Verlassene zum Menschengeschlechte gehöre und von diesen ausgestoßen sei. Da rief einer vom Gesinde des Pfalzgrafen ganz laut: »Herr, das ist niemand anders als Genofeva, eure Gemahlin mit eurem Sohn!« Der Gedanke war dem Fürsten auch schon gekommen, denn er erkannte die Gattin nicht nur an seinem Trauringe, den er ihr einst geschenkt, sondern auch an einem Male im Gesicht. Schon längst hatte er seine Grausamkeit bereut, freute sich, dass beide noch am Leben waren und erkannte Genofeva wieder als seine Gemahlin, ihren Sohn als sein Kind an. Die Wiedergefundene erzählte nun, was ihr begegnet war, und der Urheber des ihres Unglücks, der niederträchtige Golo, wurde dadurch reif für den Henker. Der ergrimmte Pfalzgraf ließ ihn gefangen nehmen und später vielteilen. Für Genofeva war die Leidenszeit zwar nun zu Ende, aber doch kam ihre Erlösung zu spät, denn nachdem sie das Glück gehabt, wieder von ihrem Gemahl geliebt zu sein und ihr Kinder versorgt zu wissen, verschied sie Gott ergeben und versöhnt. Siegfried ließ an der Stelle, wo er sie gefunden, eine Waldkapelle bauen,
und seine Gemahlin darin bestatten, an demselben Orte, wo sich ihr Gottes Gnade so sichtbar gezeigt hatte. Kein schönes Ende. Da fällt mir jetzt so ganz spontan ein. Es ist ja, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber Frauen bzw. Mütter können ungeahnte Kräfte entwickeln für ihr Kind. Ja, immerhin kam das Kind einmal aus ihr raus. Und es ist also, die Mutter-Kind-Beziehung ist ein bisschen dichter als beim Vater-Mutter. Und man kennt ja so die Geschichte, dass eine Mutter ein Auto hochhebt, um das Kind darunter zu befreien. Solche Szenen kennt man ja, und das ist so tatsächlich auch passiert. Oder ich habe mal damals in meiner Lehre davon gehört, dass ein Mann und sein Sohn und ein Vater haben in einer Fabrik gearbeitet, und das war so ein Laufband. So. Und der Sohn hatte sich, ich weiß nicht, mit den Haaren oder mit einem Handschuh mit der Hand in die Rollen von dem Laufband, weil es vorne nicht richtig abgedeckt war, ist der da reingerutscht mit der Hand und wurde gezogen. So, und der Notschalter war aber ganz weit weg. Da ist der Vater gekommen, hat seinen Sicherheitshelm abgesetzt und hat an dem Ende, also hier ist das Laufband, das geht ja dann hier so rum, und hat sich hier an dem Ende mit dem Helm dagegen gestützt und hat so lange fest dagegen gezogen, bis irgendwann eine Sicherung rausgeknallt ist, weil der Widerstand immer größer wurde und irgendwo an einer anderen Stelle rappelt dann die Kiste. Und dadurch ist das Laufband gestoppt. Er hat dann zwar seinen Sohn gerettet, der Schaden war nicht, ich glaube, der Arm war ab, ich bin mir nicht mehr sicher, wie es war. Der Punkt aber ist, der Vater von ihm ist an Schwäche gestorben danach. Also er hat in einer so kurzen Zeit so viel Kraft aufgewandt, so unfassbar viel Kraft aufgewandt, dass der Körper danach an Erschöpfung starb. Kann passieren. Gut, man weiß natürlich nicht, wie alt er jetzt war. Kann auch sein, dass er ein bisschen älter war und dass das Herz einfach durch den starken Adrenalinstoß es einfach nicht mehr ausgehalten hat und dass dadurch irgendwas kaputt gegangen ist. Das kann ja passieren. Aber das erinnert mich hier auch. Also die gute Frau, diese Frau Geno Fever, hat in dieser Extremsituation 6 Jahre und 3 Monate ausgehalten. Und als sie dann endlich in Sicherheit war und sie wusste, dass ihr Kind in Sicherheit war, hat sie dann einfach so, dieser innere Druck hat aufgehört und dann... Gut, die Geschichte ist frei erfunden. Kann ich schon mal so sagen. Also die ist nicht so passiert. Es gibt keine Belege, dass das wirklich so passiert ist. Dennoch, finde ich, passt das. Und nochmal was anderes zur Vierteilung von Golo. Also, die damaligen Zeiten waren wild. Tatsächlich ist Vierteilung war wohl mit so die heftigste Strafe, die man so kennt. Es gibt ja noch mehr, sicher, klar. Also was Bestrafung geht noch viel mehr, noch viel schmerzhafter. Aber da war es so, dass nur bei Hochverrat oder bei Königsmord und solche Scherze, da wurde die Vierteilung angewendet. In der Regel war es so, dass man denjenigen vorher geköpft hat, beziehungsweise in irgendeiner Form getötet hat und danach dann eben, mit einer Axt, mit dem Schwert oder was auch immer, mit einem Beil, hat man dann die Arme abgetrennt und den Rumpf und dann halt eben irgendwo hingehangen als Warnung, versucht das nicht nochmal oder versucht das nicht. Es wurde aber auch eben bei lebenden Menschen gemacht. Ihr kennt ja dann sicher auch das Bild, wo dann die Arme und Beine jeweils mit einem Seil festgebunden und dann durch 4 Pferde auseinandergezogen werden. Das geht auch lebend. Also okay, das muss lebend gemacht werden. Ich meine, wenn der tot ist, warum sich diesen Aufwand machen? In dem Fall ist es so, dass der Henker dann aber gewisse Sehnen schon vorschneiden muss. Sonst reißt das nicht richtig. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich finde sowas irgendwie sehr interessant. Der menschliche Körper ist faszinierend. Also, ja. So, kommen wir heute zur letzten Sage. Der Schwanenritter. Herzog Gottfried von Brabant war gestorben, ohne männlichen Erben zu hinterlassen. Er hatte aber eine Urkunde bestimmt, dass sein Land der Herzogin und seiner Tochter verbleiben solle.
Hieran kehrte sich jedoch Gottfrieds Bruder, der mächtige Herzog von Sachsen, wenig, sondern bemächtigte sich aller Klagen der Witwe und ihrer Tochter ungeachtet des Landes, das nach deutschem Recht auf keine Frauen sich vererben könne. Die Herzogin beschloss daher, bei dem König zu klagen, und als dieser bald darauf nach dem Niederlande kam und einen Landtag zu Neumagen (Niemägen) am Rhein halten wollte, kam sie mit ihrer Tochter dahin und begehrte Recht. Dahin war auch der Sachsenherzog gekommen und wollte sich verantworten. Es ereignete sich aber, dass der König, als er durch ein Fenster schaute, einen weißen Schwan erblickte, der an einer hellglänzenden silbernen Kette ein Schifflein nach sich zog. In dem Boote ruhte ein schlafender Ritter. Sein Schild war sein Hauptkissen, und neben ihm lagen Helm und Halsberge. Der Schwan steuerte gleich nach einem geschickten Seemannsstrom auf und brachte sein Schiff an das Gestade. Der König und sein ganzer Hof wunderten sich höchlich über diesen seltsamen Ereignis. Jedermann vergaß die Klage der Frauen und lief hinab dem Ufer zu. Unterdessen war der Ritter erwacht und stieg aus der Barge. Wohl und herrlich empfing ihn der König, nahm ihn selbst bei der Hand, um ihn zur Burg zu führen. Da sprach der junge Held zu dem Vogel: »Flieg deinen Weg wohl, mein lieber Schwan. Wenn ich deiner wieder bedarf, will ich dich rufen.« Sogleich drehte sich der Schwan und fuhr dem Schifflein aus allen Augen hinweg. Jedermann schaute den fremdlichen Gast neugierig an. Der König wies ihm einen Platz unter den Fürsten an, setzte sich selber wieder auf den Richterstuhl und fuhr mit den Verhandlungen fort. Die Herzogin von Brabant fing nun an, in Gegenwart ihrer schönen Tochter ausführlich anzuklagen, und hernach verteidigte sich auch der Herzog von Sachsen, der sich endlich zum Kampfe für sein Recht erbot und der Herzogin aufgab, ihm einen Gegner zu stellen, mit dem er die Sache ausmachen wolle. Über diesen Vorschlag erschrak sie heftig, denn er war ein auserwählter Held, an den sich niemand wagen würde. Vergebens ließ sie den ganzen Saale die Augen umhergehen, keiner war da, der sich erboten hätte. Ihre Tochter klagte launt und weinend, doch rührte ihre Tränen die Ritter so wenig wie ihre Schönheit. Da erbot sich der Ritter, der den Schwan ins Land geführt hatte, und gelobte, ihr Kämpfer zu sein. Da der König hierzu seine Zustimmung gab, wurde auf beiden Seiten zum Streite gerüstet, und nach langem und hartnäckigem Gefecht war der Sieg endlich auf Seiten des Schwanenritters. Der Herzog von Sachsen verlor sein Leben, und der Herzogin Erbe wurde wieder frei und ledig. Da neigten sie und ihre Tochter sich vor dem Helden, der sie erlöst hatte, und nahm die dargebotene Hand der Jungfrau nur unter der Bedingung an, dass sie nie und nach keiner Zeit fragen sollte, woher er komme und welcher Art sein Geschlecht sei. Sonst müsse sie ihn sogleich verlieren. Der Schwanenritter wurde nun Herzog und lebte mit seiner Gemahlin in Glück und Frieden. Aber immer mehr fing es an, die Herzogin anzudrücken, dass sie ihren Kindern nicht sagen konnte, wer ihr Vater war, und endlich richtete sie an ihn die verbotene Frage. Der Ritter erschrak heftig und sprach: »Nun hast du unser Glück selbst zerbrochen und mich am längsten gesehen.« Die Herzogin bereute es, und alle Leute im Schlosse fielen ihm zu Füßen und flehten ihn an zu bleiben, aber vergeblich. Der Held wappnete sich, und der Schwan kam mit demselben Schifflein geschwommen, in dem er ihn gebracht hatte. Darauf küsste er seine Kinder, nahm Abschied von seiner Gemahlin und segnete das ganze Volk. Dann trat er in das Schiff, fuhr in seine Straße und kehrte nie wieder. Die Frau ging der Kummer sehr zu Herzen. Sie fand aber Trost in ihren Kindern, die sie sorgsam erzog. Von diesen stammen mehrere Geschlechter ab, die von Geldern und Kleve, auch die Rienecker Grafen. Sie führen alle den Schwan im Wappen. Ja, der Schwanenritter. Schön, schön, schön. Ich glaube, die Geschichte gibt es noch in einer anderen Version. Da ist dann aber der Schwanenritter hat tatsächlich da einen Namen. Hier wird er ja gar nicht genannt. Die Sage geht da auch noch ein bisschen weiter. Ich schätze einfach mal, die gute Gebrüder Grimm hat nur einen Teil von der Sage aufgenommen, weil der Rest uninteressant war. Ich weiß es nicht. Aber diese Herangehensweise, dass man sich so einen Streit mit den Fäusten bzw. mit den Waffen ausfechtet, ich weiß nicht, ob das vielleicht heutzutage nicht auch vielleicht ganz sinnvoll wäre. Ich meine, jetzt mal nur mal so unter uns. Ich lade das ins Weltnetz hoch unter uns. Aber oft ist es ja so, dass man sich oft sind ja bei solchen Streiten, wenn man vor das Gericht geht, wird das ja dann vom Richter entschieden, wer Recht hat. Und dabei können aber beide Parteien sowohl in gleicher Weise Recht haben. Dann ist es eine andere Person, die dann sagt,
du hast Recht und du hast Unrecht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht in dem Moment vielleicht nicht besser wäre, sich einfach zu kloppen. Okay, jetzt geht einfach mein Bildschirm aus. Gut, wo war ich? Ach ja, sich kloppen. Dass man sich einfach mal die Fäuste hochnimmt, so Boxhandschuhe, und dass man sich einfach mal kloppt. So ähnlich wie es Uwe Boll mit seinen Kritikern gemacht hatte. Gut, wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und dann sieht man sich bei der nächsten Folge. Bei Es ist da. Korrekt. Lasst uns lesen. Macht's gut. Tschüssi.